Ja, Freunde, heute schauen wir uns mal etwas Spezielleres an, und zwar einen Hanspree EcoVision Hybrid Monitor. Das soll ein Monitor sein, der besonders augenschonend ist, und der hat einige interessante Features bzw. Funktionen, die ich so persönlich bisher auch noch nicht gesehen habe, und hier soll es ja hauptsächlich um Display-Technologien. Deswegen schauen wir uns jetzt auch mal sowas hier an. Beim Unboxing gibt es keine größere Überraschungen. Das ist hier so eine Top-Down-Style-Box, wo alles hier schön untergebracht ist, so wie es auch sein soll. Hier ist dann einmal die Dokumentation, Energie, Zertifikate, Anleitung und so weiter, Schnellstart, Guide. Ich zeige das Ganze ja immer so detailliert, weil dann eventuell Leute, die den Monitor vielleicht in Zukunft mal gebraucht kaufen oder so, irgendwas in der Richtung, hier nochmal eine Referenz haben, um sich das Ganze dann anzuschauen, falls die Dokumentation nicht dabei sein sollte aus irgendeinem Grund. Auch an Kabel ist hier alles dabei, was man benötigt. Sogar ein USB-C-Kabel, da der Monitor tatsächlich ein USB-C Schnittstelle hat mit 65 Watt Power Delivery auch. Ist ja auch eher ein Office-Monitor, da macht das Ganze Sinn. Dann ganz normales HDMI-Kabel. Stromkabel. Und hier ist das Netzteil, was tatsächlich für den Monitor auch wieder überdimensioniert ist. Der kommt hier da nicht mal ansatzweise an die 120 Watt ran. Am Standfuß gibt es auch keine große Überraschungen. Ist alles so, wie man das kennt. Und ich bevorzuge ja Standfüße, die quasi die Kabeldurchführung hier mit so einem Loch gelöst haben. Das ist mir persönlich am liebsten tatsächlich. Hier ganz normal die Basis vom Standfuß. Was ich persönlich nicht ganz so gut finde, ist, wenn halt die Rotation bzw. die Swivel-Funktion dann über den Standfuß geht, wie ihr hier sehen könnt. Ja, ich meine, funktioniert natürlich auch, aber ist jetzt nicht meine favorisierte Implementierung. Hier sehen wir uns dann nochmal die Ports. Wie gesagt, USB-C, 65 Watt Power Delivery, ein DisplayPort, ein HDMI, AUX-Eingang, USB-B und zweimal USB-A. Hier
Hier ist jetzt der Teardown und bis auf die Tatsache, dass der Monitor 2 Lautsprecher verbaut hat, gab es hier keine großartige Überraschungen. Deswegen lasse ich jetzt damit alleine und melde mich später wieder. Der Monitor ist natürlich besonders interessant, was die Antireflexionseigenschaften angeht, gerade wegen der transflektive LCD-Beschichtung. Die Beschichtung lässt sich dann natürlich auch noch bei der Subpixelaufnahme unter dem Mikroskop hier sehen. Die Pixeldichte reißt dann natürlich bei 1080p keine Bäume aus, ist aber aus meiner Sicht immer noch adäquat. Beim Blickwinkeltest sieht man dann natürlich auch, dass der Kontrast hier bei dieser Technologie nicht unbedingt Priorität hat. Aber ich denke, das ist bei einem Paper-like-Display auch nicht das Ziel. Blatt Papier hat ja auch keinen Kontrastwert.
Der Partytrick von dem Monitor ist dann natürlich, dass er auf Helligkeitseinstellung 0 das Backlight komplett deaktiviert und nur noch mit Umgebungslicht funktioniert, was man dann dementsprechend auch am Stromverbrauch sieht, was ja hier wirklich extremst gut ist. Ja, wie bereits angesprochen, handelt es sich hier um einen transflektiven LCD, der neben der Hintergrundbeleuchtung auch noch eine zusätzliche Reflexionsschicht hat, die Licht von außen quasi auffängt. Der Hauptvorteil ist natürlich der, dass man bei heller Umgebung gar keine Hintergrundbeleuchtung mehr braucht und einfach nur noch den LCD quasi abliest. Und ohne Hintergrundbeleuchtung wird natürlich auch Blaulicht massivst reduziert. Damit das Ganze aber gut funktioniert, braucht man mindestens 1000 Lux, was auch in einem hell beleuchteten Raum nicht gerade wenig ist. Was für mich jetzt halt auch nochmal Neuland war, ist halt die Tatsache, dass hier sehr viele Funktionen von einem normalen Monitor entfernt sind, beziehungsweise so angepasst sind, um halt wirklich so augenschonend wie möglich zu sein. Was jetzt mittlerweile allerdings auch bei High-End Mini-LED oder Gaming-Monitore kommt, ist DC-Dimming, also beziehungsweise Gleichstromdimmung, wo halt dann die Helligkeit über die Stromspannung reguliert wird und nicht mehr über Pulse Width Modulation, bei der halt dann hohe Frequenzen vonnöten sind, um augenschonend zu sein. Okay, schauen wir uns das On-Screen-Menü kurz an. Hier habt ihr die Taste zur Bedienung. Leicht rechts von der Mitte befindet sich ein Lichtsensor. Der ist wichtig, weil der ist quasi in jedem Modus außer Standard immer aktiviert. Wenn ihr jetzt hier auf die erste Taste geht, das ist dann die Kontrast-Taste. Die Taste Menü öffnet dann logischerweise das Menü. Die rechts daneben ist die Helligkeit-Voreinstellung oder nach oben im Menü. Die Taste hier ist nach unten im Menü oder Lautstärke. Und die IR-Taste ist hier dann entweder Input oder halt Return im Menü. Und Ausschalter ist dann natürlich aus. Okay, wenn wir das Menü jetzt aufrufen, sehen wir hier schon mal die erste Sektion mit Helligkeit, Kontrast, Modus. Da hat man hier quasi Standard, Eye Care, also Augenschutzmodus, Indoors, Program oder Adaptive Vivid. Und quasi in jedem Modus außer Standard ist halt auch der Helligkeitssensor dann aktiviert. Dann gibt es einen adaptiven Kontrastmodus, den fand ich jetzt nicht so nützlich. Es gibt einen Low Blue Light Modus, der nochmal augenschonender ist insgesamt. Und dann eine Reaktionszeiteinstellung mit 1, 2 oder 3 beispielsweise. Dann haben wir einmal Bildverhältniseinstellung, Farbtemperatureinstellung. Dann hier die Sprache. Kann man mehrere Sprachen einstellen, dann die Position vom OSD-Menü, wie lange das OSD-Menü angezeigt wird und die ganze Transparenz. Und hier unten dann nochmal eine Einstellung, welcher Eingang momentan aktiviert ist, Lautstärke der integrierte Lautsprecher, das Ganze stumm schalte und dann halt immer den Lichtsensor nochmal separat aktivieren oder deaktivieren. Und das war es auch im Großen und Ganzen schon. Hier ganz unten ist nochmal eine Zurücksetzoption. Aber ja, sehr rudimentär das Ganze. Ja, das Ganze war für mich ein interessanter und sehr spannender Test. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon auf Messe immer mal wieder so E-Ink-Displays bzw. E-Paper-Displays gesehen. Habe mich immer da gewundert, okay, wie funktioniert das Ganze?
Und gerade auch die E-Ink-Displays haben ja den Nachteil von der Bildwiederholrate, also die sind da sehr limitiert und die Modelle, die etwas besser sind, sind extrem teuer und Hanspree versucht hier mit dem Modell ja so den Spagat zu schlagen zwischen E-Paper-Display und normalem LCD-Monitor, um halt auch die Kosten noch niedrig zu halten, und die 75 Hertz Bildwiederholrate gibt es halt momentan nur bei diesem Monitor hier. Ein Nachteil, der mir aufgefallen ist, dass ihr den Monitor wahrscheinlich in normal beleuchteten Raum definitiv mit Hintergrundbeleuchtung nutzen werdet, weil die angegebene 1000 Lux, die sind nicht ohne. Das heißt, ihr müsst da wirklich in einem sehr gut beleuchteten und helle Raum mit Tageslicht sein, um das wirklich da zum Laufen zu bringen. Es funktioniert dann zwar auch mit weniger, aber da seht ihr halt nicht mehr viel auf dem Bildschirm und dann müsst ihr halt zwingend die Hintergrundbeleuchtung aktivieren. Und ja, von dem her nur aus meiner Sicht da eine Warnung, das ist vielleicht auch noch momentan noch eine Limitierung der Technologie. Vielleicht verbessert sich da noch was in zukünftige Versionen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ist es interessant für euch? Erziele ich hier mit dem Monitor vielleicht eine ganz neue Zielgruppe und wir machen hier bald E-Ink-Displays. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut.